Hallo zusammen, wir machen heute was ganz Besonderes. Mein Kumpel wird zum 3. Mal Vater und für ihn und seine Familie habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Der Holzsockel mit dem Herz und der Gravur stammt aus einer Eichebohle. Die Alufiguren samt Zuwachs berühren sich liebevoll an den Köpfen und sollen nochmal das Familienleben unterstreichen. Die Alufiguren haben im Boden einen versteckten Magneten. Im Holzsockel ist eine Stahlschiene. Damit haften die Figuren magnetisch mit dem Sockel. Der kleine Sprössling sitzt so passgenau in der Mutter, dass ein Magnet eigentlich überflüssig ist. Hab mich aber dafür entschlossen, es doch mit einem Magneten zu machen. Nur ist es hier andersrum. In der Mutter steckt der Magnet und in dem kleinen Baby in dem Sockel eine Schraube. Und wie man sowas herstellt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Wir beginnen mit den Alufiguren. Als allererstes habe ich Z0 definiert, der liegt auf der Modellunterkante. Als nächstes wird das Rohteil eingespannt und der Nullpunkt von X und Y mit dem Laser definiert. Meine Schnittdaten blende ich euch wie gehabt unten rechts ein. Ich wollte mir das spätere Polieren etwas erleichtern, deswegen wollte ich den Erstschliff machen, solange es noch eine ebene Fläche ist.
Das Rohteil wird umgespannt, der alte Planfräser wieder eingespannt und schon kann es weitergehen. Man kann schon sehen, irgendwas stimmt hier nicht. Wahrscheinlich war ein Span zwischen Rohteil und Schraubstock, deswegen stimmt die ganze Ausrichtung nicht. Aus diesem Grund habe ich auch das Plan vorzeitig abgebrochen. Also ich finde, es ist super geworden. Was hier leider nicht zu sehen ist, wie mein Kumpel Christoph die Figuren aufpoliert. Weiter mit dem Holzsockel. Wie zuvor auch müssten wir erstmal die Nullpunkte bestimmen. Zur Gravur unter Folie. Eigentlich sollte nun schwarze Farbe kommen. Ich war aber der Meinung, dass dieses naturbelassene Stück so viel besser aussieht und dass die schwarze Farbe es nur schlechter, nicht besser machen würde. Deswegen kommt die Folie ohne die Farbe wieder ab. Was wäre so ein Projekt ohne eine persönliche Note? Deswegen bekommt der Sockel ein schönes Branding.
Kommen wir nun zur Nut für den Stahlkern. Wie zuvor auch schon, werden wir mit dem Laser den Nullpunkt bestimmen. Nachdem das getan wurde, kann es auch schon losgehen. Es war eine echt knappe Nummer, deswegen war ich mit meiner Hand die ganze Zeit am Not aus, um im Kollisionsfall schnell handeln zu können. Das Einkleben der Stahlschiene, wie auch das Einsetzen der Magnete habe ich nicht gefilmt, weil ich der Meinung bin, dass es nichts Erwähnenswertes ist. Wir sind soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt bis zum nächsten Video. Ciao.